Wir sind gerade in Gießen. Wo sind wir überhaupt? In Geisa. Costa Cordalis. Alter, doppelter. Oh, hey. Hey. Oh nein! Schweine! Hey, 50 Jahre Wiegand, was eine Jubiläumsfeier. Ohne Wiegand wäre hier niemand. Vergessen, Urlaub von mir oder Urlaub für mich? Deggendorf gefahren, und wer Deggendorf kennt, weiß, dort ist Zira Rides beheimatet, und da haben wir uns dann mit Michael getroffen zum Abendessen und Abend verbringen. 2007 stehen schon wieder in Edelwies. Was das? Habe ich mir gedacht. Kaufst du dann, wenn du es nicht weißt. Okay, wir fahren weiter. So, wir sind in Nürnberg angekommen, in Nio. Was? Hat einer abgereiert, als Nein. wir stehen geblieben sind. Ach. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin, einem neuen monatlichen Daily Vlog, und es wird wieder ein verrückter Monat wahrscheinlich, aber wie ihr seht, ich bin in einem anderen etwas komischen Setting. Ich stehe gerade an der Tankstelle, Uschi sucht gerade irgendwie ein Klo. Wir sind gerade in Gießen und sind on the run, sehen wir gleich. Jetzt davor kommen jetzt gleich noch ein paar wild zusammengeschnittene Bilder und ein kurzer Anschluss zum Ende vom letzten monatlichen Daily Vlog. Kurzer Anschluss zum Ende vom letzten monatlichen Daily Vlog, und dann sehen wir uns wieder und erzählen wir euch auch, was wir hier veranstalten. Gießen, ganz nett, und die haben Gönnergy Apfelringe noch hier an der Tankstelle, an der BFT. Das ist geil, den kriegst du bei uns gar nicht mehr, den finde ich echt gut, ey. Das ist mal was anderes. So, in diesem Sinne, let's go, monatlicher Daily Vlog. Okay, boy, okay. Jo, was geht? September ist schon ein bisschen was. September läuft. Aber ey, ganz kurz, wir waren jetzt gerade beim Sanitätshaus und Renovatio ist zwar das größte Ding hier, das sind aber auch die größten Versager. Also das ist ja ein Laden. Wir sind jetzt woanders, aber also Uschi, nicht ich. Und ja, wir haben jetzt noch ein bisschen anderen Kram abzufahren, zu erledigen, und sehen uns dann gleich mit irgendwas anderem vielleicht wieder. Irgendwie vielleicht zusammenhanglose Bilder und Impressionen. Ja, das ist voll nicht präzise. Präzisionsfahrer halten so an. Ups. Also es ging ja voll klar, aber das ist so eine gute Idee, ist hier zu stehen. Ich entdecke hier immer neue Sachen. Junge, was ist hier los? Wir sind immer Yankiger. Warum hast du einen Preis auf deinem Schild, was nie ein Kiosk hat? Schon hast du die Broflasche, weil du ein guter Mann bist. So, es sind jetzt schon ein paar Tage rum, und dann einmal komplett euch abholen, was quasi so ein bisschen das Ende vom letzten monatlichen Daily Vlog war. Und zwar ist überraschenderweise Uschis Mama gestorben. Das mit gerade mal 60, fast erst genau einen Monat nach dem 60. Geburtstag. Und ja, da müssen wir jetzt viel machen, klären. Es ist keiner da und wir sind so quasi die Einzigen. Aber ja, haben jetzt die letzten Tage da Gas gegeben. Haben uns gestern mit Mudu getroffen, sind Minigolf spielen gegangen, was essen gegangen. Es war Wunsch von Uschi, das zu machen und ein bisschen abzulenken. Und jetzt packen wir unser Zeug und starten ein bisschen und haben Dinge zu tun, die zu tun sind. Und bringen gleich auch wieder ein bisschen mehr Spaß und Freude in dieses Video. So, Peoples, wo sind wir überhaupt? In Geisa. In der, ich würde mal ganz weit gefächert in der Nähe von Fulda sagen, damit man sich das irgendwie halbwegs vorstellen kann. Ich glaube, da ist noch ein Stück, aber nicht so viel. Also wir waren in der Region, waren wir schon in Videos in der Rhön, kennt ihr von ein paar Alpine Coastern. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Alpine Coaster. Also nicht nur, sondern die Firma Wiegand. Wiegand Slides und Wiegand Water Rides und überhaupt Josef Wiegand und
Nee, Vegan Sports nicht, das ist USA. Aber egal, kennt ihr von Alpine-Coastern, Sommerrodelbahnen, Wasserrutschen. Und da sind wir morgen eingeladen zum Feiern. 50 Jahre Vigant und sehr geil. Wir sind jetzt schon angereist, damit das Ganze etwas entspannter sind und sind im Schloss. Die haben hier ein Schloss in der Hut. Und da sind wir. Enges Check-in-Zeitfenster von 14 Uhr bis 16:30 Uhr. Musste auch vorher kommen, sonst muss einer irgendwie hier hin und her fahren. Und ich sag gerade noch, da war eine Wiese mit Flatterband. Was ist das denn hier? Was ist denn hier für eine Veranstaltung, dass hier so Parkplätze abgesperrt werden? Weil auf der Wiese Flatterband in solchen Reihen, so wie es da war. Und ich gucke die Straße runter, ja, da ist Josef Vigant. Ich sag, okay, dann weiß ich, wo wir morgen parken. Das ist 8 Minuten von hier. Stehen hier schön am Dorfplatz. Sehr nice, cooles Zimmer, super hohe Decken und ja, süßes Hotel. Frühstück gibt es morgen auch. Wir nehmen euch ein bisschen mit. Ja, ist ein Trip. Wir sind jetzt ein paar Tage unterwegs. Das war so nicht geplant, aber wann ist das letzte Mal hier irgendwas irgendwie geplant gewesen auf diesem Kanal? Also dieses Jahr war Australien war und nicht so weit im Voraus, aber es war geplant. Das wollten wir machen vorher. Der Rest ist passiert. Und genau, wir sortieren uns kurz, packen unser Zeug aus und wir haben noch gar nicht geguckt, aber das sieht aus, als ob es hier einen Kühlschrank geben würde oder einen Schrank, der Lüftungslöcher hat. Das macht dann keinen Sinn. Oh. Es ist Tatsache ein Schrank mit Lüftungslöchern. Das ist ja so gebaut, als ob... Da kommt ein Kühlschrank rein. Da ist Schlitz. Okay, das war eine Enttäuschung. Das Bad haben wir auch noch nicht gezeigt. Schrank. Und auch kein Bügeleisen und ich brauche eins. Ich muss mir mal ein Es gibt auch manche Hotels, die das rausgeben, wenn man fragt. Ja, ja, ist ja auch alles fein. Rot habe ich hier drin übrigens auch nicht erwartet. Aber Bad auch schön, große Dusche, dass der Stellkörper auch mal reinpasst. Kannst du auch hier dann ganz easy die Klimmzüge machen. Ich mache die immer mit einer Hand, das ist einfacher. Dann habe ich... darfst nicht den Boden dabei zeigen, da fällt die Illusion auf. Ja, cool, ey. Alter, wo kriegst du so Vorhänge her? Ja, hallo, der muss 300 Kilometer lang sein. Und ey, Aussicht, was ist das denn? Nur ein Träumchen. Ich lieb's. Schön, sehr schön. Coole Gegend hier. Gefällt mir. Gemütlich. Aber das lief aber nicht so gut. Also. Ach, das sind mehrere Teile. Ich dachte, das wäre eigentlich nur dasselbe. Ach, krass, wie viele Bücher. Crazy. Also John Grisham hier, voll gut. Ja, das schaffe ich bestimmt bei meinem Stayover hier. Wissensquiz? Terrorist. Oh, Schiffe versenken. Ja, Leute, der Tür alles fein, weißt du, auch hier alles gut. Öffnungszeiten und da steht dann, dass Urlaub ist. Oder da wäre besser, hier wäre noch besser und da wäre grandios. Okay. Sind wir umsonst den Berg runtergelaufen? So sehen Leute aus, die echt kein bisschen sich merken können, was sie brauchen. Wir machen Koffer fertig, einen kleinen, für auch im Zimmer, der große für Tauschen.
Erste Nacht, alles vergessen. Erstmal schön Sunset Costern. Beim Alpin Costa. Costa Cordalis. Alter, doppelter. Oh, hey. Hey. Und der hat den Goldtopf. Regenbogen! Ist das viel Wasser? Wow! Oh nein! Schweine! Die haben richtig Bock. Ja, dann für die. Ja, kann ich einstellen. Alle der Stopp. Stopp. Das wird wieder mehr. Komm, lass mal laufen. Peoples, ich melde mich im monatlichen Daily Vlog und wir waren ja gestern bei 50 Jahre Wiegand, was eine Jubiläumsfeier. Über 1000 Gäste waren es, ne? Habe ich das richtig auf dem Schirm? Alter, da wurde aufgefahren. Ey,
das ist so ein Parcours, so ein Aufblasparcours für Mini-Gabelstapler, so Tretgabelstapler, voll geil. Dann wurde sich von Uschi und von jemand anderem natürlich erstmal Glitzer-Tattoos gemacht. Es gab ein Karussell von der Kirmes. Es gab die Möglichkeit, das Coaster Kart, den Testaufbau zu fahren, was übrigens dann jetzt theoretisch ein Count ist. Und auch praktisch. Und leckere Getränke, leckeres Essen, gute Stimmung, gute Gäste, viele nette Leute getroffen. Toll, wirklich toll. Einfach nur grandios und ich glaube, hier weiß man, wie man feiert. Wir sind jetzt gerade ausgecheckt aus dem Schloss Geisa, unserem Schloss. Ich liebe diese Aussicht. Irgendwo runter, irgendwo drüber. Gut, dass wir im Erdgeschoss wohnen, aber gut, wir sind jetzt in einem Schloss, in der obersten Etage, dass du dann den Bossblick hast, ist ja wohl auch klar. Wir packen's und wir fahren jetzt runter nach Bayern in den allerletzten Zipfel, denn wir sind Sonntag und Montag in Edelwies und drehen da. Aber heute nehmen wir noch einen Alpine Coaster mit und die Strecke ist über die Autobahn knappe 4 Stunden, nee, knappe 5 Stunden. Knappe 5 Stunden. Und über die Landstraße knappe 6 Stunden. 1 Stunde mehr, über 100 Kilometer weniger und Landstraße. Und es gibt noch was zu fahren heute, nämlich einen vor 2 Monaten erst eröffneten Alpine Coaster von Wiegand. Und ihr kennt das, ohne Wiegand wäre hier niemand. Das ist jetzt die kleine Mission, die wir haben, beziehungsweise unser Safe Space. Deutsche Landstraßen, Autofahren, schönes Wetter, grandioses Wetter, schön kühl. Let's go. Das ist ja verrückt. Guck mal, es geht doch. Die können es doch richtig schreiben. Sehr schön. Leute, wir sind angekommen und sind jetzt auch gerade schon den Coaster gefahren. Seht ihr jetzt gleich mal eine kleine Mitfahrt. Schön, schöne Bahn, sehr schöne Bahn. Kommt jetzt. Ja, entspannte Autofahrt. Zwar lang, aber ja, kriegst den Koffer ein bisschen frei.
bisschen entspannen und durch ein wunderschönes Deutschland cruisen bei bestem Wetter. Und jetzt noch einen echt coolen, soliden Alpine Coaster gefahren. 6,50 Euro pro Person die Fahrt. 3 Euro kostet der Parkplatz hier für den ganzen Tag. Das Parken. Es gibt noch eine Wannbahn, so eine Plastikwannbahn, die könnte man hier noch fahren und auch verschiedene andere Aktivitäten und hier in der ganzen Region geht halt auch super viel. Und hier ist auch gut was los, die Leute haben Bock und vor allem ist gut was los, ein bisschen so Schlange, Stau in der Wannbahn. Alpine Coaster konnten wir so durchfahren, aber auch gefragt, ob ich ein bisschen mehr Abstand vielleicht kriege zu den Vorausfahrenden, aber die Leute sind auch gefahren. Es verbreitet sich immer mehr die Kenntnis darüber, dass so ein Alpine Coaster nicht aus der Schiene fliegen kann. Natürlich auch hier 2.0. Deswegen auch irgendwie so, ja, ein bisschen eingebremst hier und da und aber passt alles. Ne? Cooler, solider Alpine Coaster, der Spaß macht. Jetzt nicht herausragend cool, wahnsinnig verrückt ist, aber gut ist. Wir fahren jetzt eine Dreiviertelstunde zum Hotel und das gucken wir uns dann vielleicht auch nochmal zusammen. Und ich glaube, das hatte mich, ich hatte es vergessen, Urlaub von mir oder Urlaub für mich, Urlaub von ich oder so heißt es. Das ja. Man weiß es nicht. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Fahren jetzt dahin. Oldschool. Das ist richtig oldschool. So, hier Terrasse. Und der Killer-Ausblick. Wie frech. Ich würde lieber da wohnen. Krabbelst du die? Achso. So, schönen guten Morgen alle miteinander. Ihr habt das Hotel gerade noch gesehen und wir haben danach noch ein bisschen was gearbeitet und sind eine knappe halbe Stunde nach Deggendorf gefahren. Und wer Deggendorf kennt, weiß, dort ist Zira Rides beheimatet. Und da haben wir uns dann mit Michael getroffen zum Abendessen und Abend verbringen. 12:45 waren wir im Bett und jetzt haben wir 20 nach 7. 20 nach 7 stehen schon wieder in Edelwies. Und ja, gleich startet's. Gerade das Zeug aus dem Auto gepackt, in den Bollerwagen gepackt und dann geht es los. Und wir drehen. Dann sehen wir uns wahrscheinlich wie hier in diesem Video wieder, wenn wir dann heute Abend im Hotel wieder sind. Denke ich mal. So, ungefähr. Ich wollte mich noch mal kurz melden. Wir haben jetzt den ersten Teil hier Edelwies gedreht. Jetzt gleich müssen wir rumlaufen, ein bisschen Front-POVs noch drehen und ein paar Panoramashots. Wir hatten wirklich sehr coole Familien, die alle Bock hatten, die Spaß hatten, die gut mitgemacht haben und die, glaube ich, eine gute Zeit hatten. Und das war auf jeden Fall schon mal sehr angenehm. Wetter ist so lala. Es ist schon sehr diesig, der Himmel leider. Steckst du nicht drin. Morgen drehen wir auch noch mal einen Tag, mal gucken, was da passiert. Aber da drehen wir die Sachen, die wir heute gedreht haben, halt nicht nochmal, logischerweise. Und ich finde, das haben wir auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber Bayern hat immer noch Ferien und noch eine Woche jetzt, hast du gesagt. Ne? Das ist sehr spät, aber ich glaube, irgendeiner ist immer mal dran. Und ja, wir sortieren uns gerade und dann überlegen wir, wie es weitergeht. Kleiner Zwischenstand, damit wir euch auch abgeholt haben bei sowas. Ich fände immer voll cool, euch Making-of zu zeigen, aber wer soll das noch drehen? Ja, wir sind ja schon beide eingespannt. Ja. Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal. Was für eine Raubkatze ist denn hier im Busch? Zwischen Abend, aber geht noch mal an den Laptop, auch wenn es langsam dunkel wird. Nein, nein. Nein, alles nein. Soll ich mal vorfahren? Alter, wo läuft die denn jetzt hin? Hoppala, da bist du. Hallo. Katzi. Oh ja, oh, ich bin ein Süßer, ne? Hallo. Hallo. Ich wollte euch nur einmal zeigen, wie witzig unsere
Ausfahrt hier ist. Oh Gott, den kann ich nicht nach vorne anziehen, dann komme ich oben dran, nach hinten komme ich hinten dran, das ist alles doof. So, man würde denken, das ist ja schon viel zu doof und zu eng. Das ist richtig. Aber wir haben da noch mehr. Und rein ist das noch lustiger. Haben wir schon, ne, wir haben noch nicht erwähnt, das Hotel, also die Bilder sehen auf jeden Fall um Welten besser aus als das, was man bekommt. Aber ich film mal aus dem Fenster raus. Film gleich aus dem Fenster raus. gut. So, hier hat dann Yoshi gesagt, boah, wenn hier einer entgegenkommt, weil es nämlich zweispurig ist, ist jetzt direkt einer entgegengekommen im ersten Mal. Auf zu Edelwies, Tag 2. Tschüss, Hotel. Hey, oh, wir sind gerade hier oben auf der Alm, haben hier gedreht, Mittag gegessen. Hier kann man sogar Weihnachtsfeier machen und dieser Ausblick, das ist hier ein Zaun, aber Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Könnt ihr auch wohnen, da auf dem Dach. So, Edelwies sind wir fertig, Leute. Ja, war gut, hoffe ich, denke ich. Truppe gestern war auf jeden Fall cooler, aber heute hatten wir auch richtig coole dabei. Ne? Also ich finde es nur schwierig, wenn du schon telefonierend ankommst, auf der Superschaukel dein Handy rausholst, in der Bootsfahrt sitzt, dein Handy am Ohr hast, wenn du weißt, du wirst gefilmt, wie doll du da gerade dein Erlebnis hast. Also ja, vielleicht ist das dann ein realistischeres Bild, aber das wollen wir dann in einem Imagefilm nicht vermitteln. Booster, Physik, Fusion, Carambola, was das? Habe ich mir gedacht, kaufst du dann, wenn du es nicht weißt. Damit ihr das wisst, wenn ihr es nicht wisst. Und wahrscheinlich kann ich es jetzt gleich wieder nicht beschreiben oder macht da eine ganz komische Beschreibung zu. Es ist gelb. Es riecht, es riecht aber wie das orange Wassereis. Und schmeckt auch ein bisschen so. Und das finde ich gut. Vielleicht ein bisschen mehr Zitrone drin und so. Boah, das ist voll billig. Ja, habe ich doch vergessen, das zu erwähnen. Was steht denn hier drauf? Mechanische Arbeit, Gesetz, ach so. Deswegen, da lernt man Physik auf der Dose. Das ist ja witzig. Newtonsches Gesetz, Beschleunigung. Die Beschleunigung beschreibt die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit. Okay, wir fahren weiter. Guck mal, was hier alles draufsteht. E gleich mc². Bitteschön, das kommt da rein. Also, wenn die komplette Grundlagen der Physik auf eine Getränkedose passen, ist Physik nicht so komplex oder wir sind alle verloren? So Leute, wir sind gerade in Nürnberg angekommen und was sehen meine entzündeten Augen hier bei Playmobil, also bei Müller und die haben Playmobil. Was ist das denn hier? Skytrails? Das ist ja hier Achterbahn-like. Digga. Ich sag ja schon immer, Playmobil ist der coolste Verein von allen. Auch wenn es keine Achterbahn ist und Lego Achterbahn hat. Aber Playmobil rockt. Tolle Tiefgarage wieder hier. Ja, das ist alles wieder zu. Wenn wir mit dem Auto essen fahren, würde ich mir jetzt auch nicht mehr trauen. Nee. Ja, deswegen hat er auch so komisch gefragt. So, wir sind in Nürnberg angekommen, in Nio. Von Holiday Inn und so ein Abklatsch. Eingecheckt haben wir, geparkt haben wir. Jetzt hier mal, wo sind wir? Ach du heiliger Strohsack. Kommt noch jemand? Weil, warum ist denn jetzt mein Sessel umgebaut als Bett? Das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ein Premium-Doppelzimmer. Aber es ist eine Küche. Ja. Ja, es ist, ist erschreckend, weil das ist echt schick. Es ist echt groß. Ja. Und es kostet viel, viel weniger als das, was wir die letzten 2 nicht hatten, was eklig war. Also eine gute Küche haben wir noch schon wieder zu Hause. Das ist auch nicht schwer. Ja. Also jetzt mal wirklich das, wie hieß das jetzt nochmal? Urlaub von... Ferien vom Ich. Ferien vom Ich. War nicht gut. Schimmel an der Decke, roch genauso modrig, dann dementsprechend auch Holztür, Fenster, Terrassenrahmen ohne Aussicht, der auch dir fast entgegengefallen ist. Alles oll, alles klein, alles nicht so schön.
Und das hat 125 oder was die Nacht gekostet und jetzt bist du hier bei 75 die Nacht. Also Digga, und das ist ja echt schön. Und ordentlich, sauber, schick. Nicht schlecht. Aussicht, komm, die nehmen wir noch mit. Oh, Rewe drin raus. Hä? Aber das geht nicht mehr. Achso, bei mir schon. Toll. Warum geht mein dahinter nichts mehr? Ja, das. Aber ja. Mach das mal, das geht nicht. Ich hab das schon gesehen. Warum kann man das denn ganz öffnen? Das verstehe ich. Das ist bestimmt nur von außen so ein Nupsel. Hallo. So Leute, wir sind in Nürnberg, wir haben das Hotel gezeigt, dass das richtig cool war. Was ein bisschen abgeschmackt ist, dass sie für den Parkplatz 17 € nehmen. Aber dementsprechend natürlich weniger fürs Zimmer, aber die haben nicht genug Parkplätze für alle Zimmer. Also wenn du ein bisschen später kommst, das ist ein Problem. Und er hat auch schon so gefragt, ob wir nochmal weg müssen mit dem Auto. Und das konnten wir verneinen. Und wir sind jetzt aber in irgendeinem Schlösschen hier. Stadtmauer. Ja, irgendwo in der Stadtmauer, wo so ein kleines Podest ist mit so einer Hexenhütte, wo Bier gezapft wird. Aber sind mit dem Uber hier hingefahren. Das war, glaube ich, eine weise Entscheidung, weil die Strecke hier nicht cool ist. Hier kann man nicht parken. Das haben wir erwartet, dass man hier nicht parken kann. Und dann wäre in der Tiefgarage kein Platz mehr gewesen. Genau, und jetzt lassen wir den Abend ausklingen, haben gerade die Köpfe zusammengesteckt, wann wir morgen los müssen. Und wir waren, ihr habt ganz kurz gesehen, dass wir in dem Einkaufszentrum waren, auch nochmal was Vernünftiges zum Anziehen geholt, weil da haben wir auch nicht genug eingepackt und überhaupt. Und man muss mir auch mal was Neues. Ne? Auch wenn irgendwie gefühlt, immer wenn ich mal ein Hemd anhabe, was oft ist, also du hast ein Hemd, also ich hätte kein neues gebraucht, aber für einen selbst. Eins hast du jetzt, ne? Ja, ein neues, aber noch ein bisschen was anderes seht ihr ja nicht hier in dem Video, aber habt ihr schon gesehen in dem Video, was vorher kommen wird, bevor dieses Video kommen sollte, eventuell. Ja, genau. Ja, ich denke, dass wir eventuell noch ein paar Impressionen haben und uns morgen früh wiedersehen, wenn wir aus dem Bettchen gekrabbelt sind. Das ist cool, vor allem man denkt halt auch nicht, wenn man hier langläuft, dass hier ein Restaurant ist. FUTC. Uhr. Beide keine Feierabend. Was ist das für ein Laden hier? Haben die auf. Da haben die auf. Der Ton, ey. Ich park hier. Ich als Rollerfahrer kann hier parken, weil es ist ja alles voll. Es ist so voll alles. Mein Gott, ist das hier voll. Was? Hat einer abgereiert. Nein. Als wir stehen geblieben sind. Ach, allein dafür hat es gelohnt, ey. Aber der hat uns echt fertig gemacht, ne? Scheiße! Ja, der ist auch schon weg. Gib mir das!
Jo, Leute, wir sind wieder zurück vom VDFU Sommertreffen. Gestern Abend wiedergekommen oder gestern Nachmittag. Hier sieht es jetzt auch aus, alles aus dem Auto rausgekramt, hier reingeschmissen. Waren dann gestern noch im Park, im Moviepark und haben noch ein paar Fotos machen müssen, die brauchen wir. Und sind dann noch mit ein paar Leuten unterwegs gewesen und sind sogar noch ein bisschen was gefahren. Zweimal Studiotour, Ghost Chaser, Bandit. Einer ist dann auch noch Iron Claw gefahren und ein Teil ist auch noch Sidekick gefahren. Und jetzt dringlichst ein paar Sachen schneiden, weil es muss ja auch weitergehen. Und ansonsten, ja, wir haben auch so 2 Baustellen offen. So die eine ist jetzt nicht wichtig, aber schiebt sich natürlich jetzt ein bisschen, weil unsere Küche geht halt gar nicht. Muss eigentlich auch mal was passieren. Also wir reden davon, dass dann, keine Ahnung, weit über 20, fast 30 Jahre alte Küche drin ist, die aber jetzt im 3. Raum quasi schon ist und in der 3. Wohnung auch und dementsprechend Frankensteins Monster-mäßig aussieht. Und seit Januar haben wir hier mit einer deutschen Datenrettungsfirma Stress, die unsere Daten dann angeblich gerettet haben, verschickt haben und das Paket ist bei DHL verloren gegangen. Und die tun so, als ob das jetzt das Problem von DHL ist und wenn DHL das Paket nicht findet, dann sind die aus der Nummer raus und wir haben dann für einen Haufen Kohle bezahlt. Die Kohle ist weg, die Daten sind weg, eine weitere Festplatte ist weg. Also es ist fast schon eine Scam-Geschichte, die da veranstaltet wird. Und da wissen wir auch nicht, wie wir weitermachen sollen. Außer, dass man irgendwann, weiß ich nicht, viel Geld nehmen muss, um einen Anwalt zu bezahlen oder was. Ich habe keine Ahnung. Das ist gerade auch richtig kacke. Also wirklich richtig kacke. Also nicht nur gerade, aber das zieht sich ja jetzt schon die ganze Zeit, seit Januar. Und wir haben jetzt September. Und auch dafür eigentlich keine Nerven, da jetzt sich weiter rumzustreiten, weil du da von irgendwelchen Leuten verarscht wirst. So. Es ist echt zum Kotzen. Wir haben es ja auch jetzt zeitlich nicht geschafft, gestern vorm Sommertreffen zum Ravensburger hochzuknallen, runterzuknallen, um zur Scotland Yard Eröffnung zu fahren. Wir haben da auch schon 3 Wochenenden immer geblockt gehabt, wo das eigentlich stattfinden sollte. Es wird immer geschoben. Jetzt kommen wir halt einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht zeitlich und mit allem drum und dran und auch einfach mit dem Kopf funktioniert es auch nicht aktuell. Schon eine Woche liegt das da so. Bruder, was bist du für ein Vollassi? Wie lange hat das gedauert? Keine Ahnung, ungefähr ein Tag wahrscheinlich, wenn man das so rechnet. Weiß nicht genau. Typisches Dixie-Klon, Action Town. Wiedersehen. Tschüss. Peoples, monatlicher Daily Vlog und es gibt mal wieder Nacharbeiten. Ich weiß gar nicht, genau, VDFU Sommertreffen. Haben wir erzählt, dass wir im Park waren? Wir waren kurz im Park, sind mit ein paar Leuten noch ein bisschen was gefahren, einfach mal so auf entspannt, ohne Video. Haben wir auch seit 100 Jahren nicht mehr gemacht und seit 300 Jahren sind wir im Moviepark nichts mehr gefahren. War ganz witzig und es bleibt dabei, Bandit braucht dringendst von GCI den Titan Track. Bin ich mir auch mit dem Verantwortlichen in Europa für dieses Produkt einig, dass das genau dahin muss. Denn da haben wir auch vor der Bahn drüber gesprochen, dass es da perfekt wäre. Er ist für partiellen Austausch, ich bin für den Gesamtaustausch der Strecke. Und dann waren wir zu Hause und haben gearbeitet und ähnliche Dinge. Und dann waren wir jetzt beim Kane am Samstag. Ich habe hier noch das Bändchen. Und der Kane hat seinen Geburtstag gefeiert, seinen 30. Aber richtig crazy. So ein Quatsch hätte von uns sein können. Festivalmäßig, also das Motto Party Festival mit Campground, mit Mainstage, mit allem Pipapo, Parkplätzen abgesperrt, Gates zum Campingplatz und zu den, richtig geil, also Chapeau. Da seht ihr jetzt gleich ein paar Bilder noch zu. Dann haben wir noch die Airs of the Month und wir sind jetzt gerade auf dem Marktplatz, denn diese Woche wird die Kirmes hier bei uns wieder aufgebaut. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, dass ihr das erst seht, wenn die Kirmes schon vorbei ist und die Kirmes im Betrieb auch nicht auf dem Kanal stattfinden wird, weil wir dann auch schon wieder weg sind.
Aber ich wollte euch ein Kirmesaufbau-Video mitbringen. Und man weiß nie, wann fährt wer auf. Also muss man auch schon mal montags gucken, so montagsabends. Da war hier manchmal schon Rambazamba und Remi-Demi, das alles verpasst. Jetzt ist natürlich keiner hier. Morgen habe ich keine Zeit, da wird bestimmt ziemlich wild. Also ich kann natürlich einmal kurz vorbeifahren auf dem Weg nach Hause. So ist es ja nicht. Ja, das einmal dazu, damit wir euch komplett abgeholt haben und nichts vergessen haben. Es stürmt, das haben wir. Die Straße oben habe ich nicht gezeigt. Das muss ich auch noch nachholen. Das wollte ich schon im letzten monatlichen Daily Vlog machen. Was für eine Katastrophe das ist. Und andere Katastrophen habe ich auch schon wieder verdrängt. Die haben keinen Platz. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do? It gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Pick up the mic, got powers. 4:32 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty, flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always, like conference call on 4 ways. Man thinks this life is a role play, so they hear about the family drama. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do? It gets manic. I know what got powers.
das ist dieses, ey, keiner denkt mehr mit, keiner überlegt, was er tut. Meinst du nicht, wenn das hier auf dem Boden gemalt ist, wäre da Platz notwendig, um die Tür ein bisschen weiter aufzumachen als sonst? Einfach mal mitdenken und Rücksicht nehmen auf andere. Spätkirmes. Die Blätter fallen von den Bäumen, dann weiß man, es ist Spätkirmes. Eine Sache, die können wir euch zeigen, das finde ich schön. Das mag ich. Das ist Tradition. Und zwar haben wir hier einen Wohnwagen von der Firma Mack. Schön. Guck mal, mit Plakette noch. Was haben wir denn? Baujahr 1974. Das ist geil. Das ist richtig geil. Boah, stark. Finde ich gut. Wie süß kann man als Taube bitte sein? Windgeschützt. Oh, niedlich. Und hier, Neubau. Also, die haben einfach nur das Haus grau angemalt. Das sind ja sogar die alten grünen Fensterläden noch. Aber dafür, dass sie sonst so einer kleinen Klitsche sind, Bahn. Ghetto. So, Leute, noch ist das schön. Es ist nämlich noch nicht fertig, aber so wird es mal aussehen. Und dann kommen die alle hier. Zombies. Jo Leute, ich versuche mich noch mal monatlich mit Daily Vlog zu melden. Ein paar Aufnahmen habt ihr gesehen vom Aufbau der Kirmes, glaube ich, wo ich ein bisschen was erzählt habe, die ich nicht in dem normalen Video verwendet habe. Und ja, wir sind jetzt auch einen Tag vor Kirmes und wir werden nicht auf der Kirmes sein, weil wir morgen nach Madrid fliegen. Wir fliegen nach Madrid und dann geht es nach 2 Tagen nach Barcelona und dann sind wir die ganze Woche in Barcelona und dann geht es wieder nach Hause. Weil Messe, IAPA, Freizeitparkmesse quasi, ne? Und war zwischendurch bei Chris und Normal Inc. in Essen und da haben wir mein Ärmchen, mein Händchen angefangen zu covern, weil, boah, Katastrophe, diese Notenkacke da drauf. Denkt gut drüber nach, was ihr euch wann stechen lasst und wartet mit eurem ersten Tattoo, bis ihr ein bisschen älter seid. Und macht euch einen guten Plan und macht das bei einem guten Tätowierer und geht auf jeden Fall nicht in irgendein Kaufhaus und geht dann irgendwo rein, wo es aussieht wie ein Nagelstudio und die verkaufen euch Tätowierungen. Gefährlich. Ich habe immer Misstrauen, wenn der Tätowierer weniger Tattoos hat als ich. Das ist immer auch so ein Indikator für, ich lasse das lieber. Ansonsten war ich auch heute noch bei Lockstar Tattoo beim Basti und da haben wir mein Beinchen weitergemacht oder angefangen oder wie auch immer. So, und jetzt gucken, die Uschi muss gleich mit ihrer Physiotherapie fertig sein und dann kann die mich mit nach Hause nehmen. Dann muss ich nicht wieder laufen, weil Beinchen gehackt wäre jetzt auch okay, nicht noch weiter großartig zu rennen. Bei uns die Straße, Alter, mir platzt die Sacknaht, ne? Das ist eine Einbahnstraße, weil die Brücke kaputt ist und da fahren sie einfach alle den ganzen Tag falsch rum durch. Ich habe jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, 5 Minuten Umweg, weil ja, Einbahnstraße, voll Kacke. Und dann hast du so viele Pimmels, die einfach denken, die sind was Besseres, die können da einfach falsch rum durchfahren. Es ist so anstrengend. Und bevor ich das vergesse, das habe ich mir notiert, jetzt fällt es mir auch gerade ein, das kann ich euch dann auf jeden Fall mitnehmen. Super viele liebe Nachrichten bekommen von euch, als es hier etwas mehr geregnet hat in Gladbach und die halbe Stadt unter Wasser stand. Wir waren zu dem Zeitpunkt ganz im Süden in Bayern, also fast schon Tschechien. Haben davon gar nichts mitbekommen. Bei uns war strahlender Sonnenschein. Ja, das auch noch dazu. Und ja, viel, was ich nicht zusammenkriege. Viel Rennerei, viel Orga, die wir jetzt die ganzen Tage haben. Und dieses Jahr, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Ja, es funktioniert nur so lang, bis einfach noch viel mehr Nachrichten kommen. Ey, wann kommt das, mach mal das, fahr mal dahin. Also das Fordern ist da doch etwas stärker. Naja, aber wir nehmen uns die Zeit und es merkt keiner.
So Leute, wir sind wieder zurück aus Spanien, waren eine Woche unterwegs, da haben wir auch einen kleinen Vlog zu gemacht. Der wird dann noch kommen, denke ich mal, wenn ich das jetzt im Zeitstrahl so grob irgendwie zusammenkriege. Ein bisschen wild sieht es jetzt aus, weil wir die ganzen Sachen gestern ausgepackt haben. Ganz schnell abgeholt. Wir sind gerade vom Briefkasten quasi zurückgekommen. Und Markus Jöckel hat ein Buch geschrieben, Das Leben in vollen Zügen genießen. Und einmal mit Profis arbeiten. Schon ein interessantes Thema. Ich habe gerade mal kurz durchgeblättert, aber sehr cool ist halt auch. Also vielen lieben Dank erstmal für das Buch. Und es gibt eine Seite, da sind sogar wir erwähnt mit einem Bild. Richtig geil. Werden wir euch noch mal ein bisschen mehr abholen, aber ihr habt es schon mal gesehen. Und das kann man bestimmt auch bald irgendwie irgendwo ordern. Ich gebe euch noch ein paar Infos demnächst. Also, aber schon mal, dass ihr das gesehen habt, auschecken. Voll geil. Also es ist echt cool. Vielen lieben Dank. Genau, und das andere Kram, den ich brauche und bestellt habe, das haben wir. Wir sind aus Spanien zurück. Viel wird jetzt wahrscheinlich im monatlichen Daily Vlog nicht mehr passieren. Ich bin mir aber nicht sicher. Schauen wir mal. Wir waren jetzt gerade schon ein bisschen unterwegs, ein bisschen was eingekauft und wir müssen noch ein paar Sachen eben auspacken. Die werden wir dann auch noch mal im Detail uns zusammen angucken. Ich mache es jetzt in hässlich einfach ans T-Shirt. Guten Tag. Aber wir müssen hier mal zusammen reingucken. Ich habe nämlich auch nur gesehen, dass jetzt die Spots laufen, aber ich habe irgendwie nicht am Schirm, wie alles hier aussieht. Also ihr seht ja schon, das ist der Holy Adventskalender. Holy moly. Link ist auch in der Videobeschreibung, da könnt ihr das Ganze auch euch selber nach Hause bestellen. Und mit dem Code RIDE10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung. Das ist sehr geil gemacht. Cooles Design, geil gemacht. Und dann, boah, oh, das ist doch mal schön. Das ist cool gemacht, das gefällt mir, das sieht gut aus. Da freue ich mich drauf. Noch habt ihr die Wahl, weil wir ja noch September haben. Sollen wir den einfach dann einmal komplett im gesamten unboxen und aufmachen, reingucken? Oder machen wir es im Dezember wieder jeden Tag ein Türchen auf und dann regt euch wieder alle auf, dass es ja nur Holy-Werbung gäbe. Auch wenn das ja logisch ist, dass man jeden Tag ein Türchen aufmacht. Da haben sich manche sehr drüber pikiert letztes Jahr. Ihr habt jetzt die Wahl in den Kommentaren. Also, ihr entscheidet, ob wir den einmal dann nächsten Monat oder übernächsten Monat oder wann auch immer einmal komplett aufmachen oder ob wir im Dezember wieder jeden Tag ein Türchen öffnen. So, aber es gibt nicht nur den für starke Leute, es gibt noch einen für Schwache. Das ist eher für mich gemacht. Toll. Immer die Folie an das Klebeband geklebt. Das Klebeband an die Folie. Ach, das sieht so viel schöner aus. Es ist viel edler und viel schöner. Den kann man auch Weihnachten viel besser sich irgendwo hinstellen. Das ist der Probierkalender. Da werden wir safe nicht jeden Tag ein Türchen aufmachen. Da wirst du ja geisteskrank bei. Den werden wir dann nächsten Monat mal komplett auseinandernehmen auf jeden Fall. Und hier entscheidet ihr täglich eins oder alle auf einmal. Das machen wir dann im Dezember, so oder so. Und das machen wir nächsten Monat. Nee, das ist ja Oktober. Ist ja doch voll weit bis wir im September. Nee, aber wenn wir das nächsten Monat machen, haben wir immer noch Oktober. Ich gehe ins Bett. So Leute, das war's auch mit dem monatlichen Daily Vlog September. Und ja, wie immer komplett mitgenommen und euch alles gezeigt, hoffentlich. Und was ich immer sage, was ich super wichtig finde und was super viel für alle besser macht, ist eine offene Kommunikation und deswegen auch das hier mit in dem Video alles so drin, was so drin war, um irgendwie auch Verständnis zu schaffen für manche Dinge. Und ich weiß, dass das auch bei ganz vielen da ist und einfach auch jetzt vorneweg schon mal ganz vielen lieben Dank an alle von euch und ihr seid auch der Grund, warum man das trotzdem schafft, jeden Tag hier am Start zu sein. Und nichtsdestotrotz weiß ich auch jetzt schon, dass ich mich ärgern werde über ein paar Kommentare, die kommen. Jetzt nicht unbedingt bei diesem Video, aber zum Beispiel zu dem ganzen Spanien-Trip. Und dass wir vielleicht dann nicht noch die paar Stunden mehr gemacht haben bei Warner, um dann im Dunkeln noch im Park Warner zu sein. Aber irgendwie
reichte da die Puste am Ende nicht aus und das letzte bisschen Power, was wir noch hatten, haben wir dann in die Messe gesteckt und das, was wir da nicht nur gedreht haben und euch schon gezeigt haben, sondern vor allem die ganzen Gespräche und was wir so ein bisschen für die Zukunft auch wieder auf den Weg gebracht haben. Und ja, jetzt ist auch echt die Luft raus. Es war wirklich ein sehr, sehr anstrengender Monat und morgen ist auch noch dann die Beerdigung und dann schauen wir mal weiter. Das ist ja nochmal so ein großer Schritt oder beziehungsweise es ist ja auch so ein Schlussstrich quasi, so ein finaler. Ja, es ist super viel hinten raus. Das ist ich sage immer, wo viel Licht ist, ist noch viel mehr Schatten. Und ich habe das schon sehr oft gesagt, wenn ihr mit uns tauschen wollt, überlegt euch sehr gut, ob ihr das wirklich möchtet. Eins von ganz vielen, vielen Themen. Ja, ihr wisst Bescheid und seid abgeholt und es ist offen kommuniziert. Kann ich nicht immer nur einfordern und das dann nicht selbst auch machen. Das ist auch immer wichtig. Und dann sehen wir uns im Oktober wieder. Also wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr und das haben wir auch den ganzen Monat geschafft. Und dann steht jetzt Halloween vor der Tür und ganz viele Halloween-Events. Wir haben jetzt noch nichts wirklich Konkretes. So die üblichen Verdächtigen versuchen wir mit reinzupacken, versuchen aber auch viel Neues zu machen, was wir auch noch nie gesehen haben. Schon angefangen mit einer Liste, was muss auf jeden Fall mal passieren, was kann man gut miteinander kombinieren, wann sind welche Eventtage. Das konzentriert sich ja auf sehr wenige Tage in dem Monat Oktober. Und das ist jetzt so auch das Nächste, wo wir uns drum kümmern. Hier passieren komische Dinge. Ich gehe lieber wieder rein und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder hier auf dem Kanal. Vielen Dank an alle für Support, Unterstützung und sonst überhaupt alles. Und dass ihr euch das angeguckt habt und eure Zeit mit uns teilt. Das ist echt was Besonderes.